liebe MOBA-Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hammerburg, die Schrankbahn wird erwachsen. In dem heutigen Video möchte ich mit euch mal einen MOBA-Rundgang machen. Euch also einmal zeigen, wie erlebe ich es, wenn ich in den Keller gehe und meine Anlage einschalte zum Fahren oder vielleicht auch zum Basteln. Aber zunächst einmal noch Bilder vom Abriss der alten Anlage und dann ein Overflow über die neue Anlage. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Machst dich aber schön lustig über mich, ne? So, dann starten wir mal zum MOBA-Rundgang. Auf in den Keller. Und hier geht es auch schon los. Ja, ich bin ja, wie ihr wisst, Gründer des Märktin H0 Forums und hier ist meine Schatztruhe mit der Jubiläumslok, den Sonderwagen zu den jeweiligen Treffen. Zu Corona-Zeiten haben wir noch einen anderen Sonderwagen rausgebracht. Ja. Hier ist dann meine Vitrine, etwas unaufgeräumt im Moment. Ja, und hier kommen wir dann langsam zum Reich der Modelleisenbahn. Hier oben die Beleuchtung, die mache ich jetzt mal an. Und es werde Licht. Ich muss gestehen, ich habe euch wirklich viele Monate keine aktuellen Bilder meiner Anlage Hammerburg gezeigt. Das hat auch einige Gründe, auf die ich aber hier nicht näher eingehen möchte. Aber es hat sich trotzdem etwas getan. Der Schattenbahnhof wurde fertiggestellt, dazu hatte ich auch ein Video gezeigt. Darüber hinaus bin ich dann jetzt in den sichtbaren Bereich reingekommen und habe die Strecken erstmal provisorisch verlegt. Also der Bahnhof hier vor mir befindet sich jetzt schon in einem Zustand, wo man ihn schottern könnte. Der Stadtbereich, also die ehemalige Schrankbahn, die ich euch auch schon mit vielen Bildern gezeigt habe, ist auch schon wieder aufgebaut. Hier kommen die nächsten Projekte im Straßenbau, die ich euch gerne mit zeigen möchte. Der Hafen ist angelegt, die Brücken sind provisorisch angebracht. Die erste Paradestrecke ist gelegt, aber auch nur provisorisch, um den Fahrbetrieb testen zu können. Und ja, weitere Projekte stehen an und da möchte ich euch gerne daran teilhaben lassen. Hier seht ihr meine PC- und Schattenbahnhofssteuerung, im oberen Bereich den Bildschirm von Rockrail und im unteren Bereich die Schattenbahnhofsüberwachung mit insgesamt 8 Kameras.
Hier im Stadtbereich steht das nächste Projekt an. Die Straßen sind soweit vorbereitet, es sind Hunderte von Bordsteinen von Juvela gesetzt worden und dann von der flexiblen Pflasterstraße sind immer 2 Reihen noch abgenommen worden, um den Rinnstein sozusagen nachzubilden. Und in der Mitte werden dann noch Magnetbänder eingelassen für Faller-Car System. Das wird das nächste Projekt sein. Hier kann man das nochmal schön sehen. Die Straße mit den Rinnsteinen, mit den Bordsteinen muss natürlich noch zu Ende gestaltet werden. Und sobald das Magnetband dann eingelassen ist bzw. aufgebracht ist, wird das alles verputzt und geschliffen und gestrichen. Das übernächste Projekt wird der Hafen. Wir sehen hier mal ein paar Einstellungen, einmal von oben, von der Seite, unter den Brücken durch. Ist übrigens alles nur provisorisch erstmal hingestellt. Die Brückenpfeiler sind alle in verschiedenen Farben, das sind meine Farbtests. Ja, und das, was jetzt hier grün zu sehen ist, das wird dann später das Wasser. Da habe ich auch noch einige Experimente vor. Ich möchte einmal mit Woodland Scenics, das Deep Murky oder wie das heißt, verwenden. Aber ich werde auch Tests machen mit Epoxidharz. Da habe ich mal einen größeren Kanister bestellt. Das werde ich einfach mal ausprobieren, ob das nicht auch ähnlich funktioniert. Ja, hier sehen wir einmal den Hafenkai, dann noch 2 von den Schuppen und was wir da oben unter der Brücke sehen, das wird eine Schleuse. Ja, und hier seht ihr mich in meinem Projekt BW, Betriebswerk Hammerburg. Das Projekt ist schon vor längerer Zeit fertiggestellt worden. Allerdings ist durch die Lagerung an der Wand, ich kann ja mal ein Bild von zeigen, wie es zwischengelagert wurde, und dem Hin- und Hertragen zwischendurch vom Keller nach oben und wieder zurück, hat es einigen Schaden genommen. Hier an der Dachkante beispielsweise ist die Reling abgebrochen oder hier fehlt auch ein Fenster. Es ist etwas zugestaubt und ja, es bedarf mal wieder etwas Pflege. Und natürlich will ich für den 21-ständigen Ringlockschuppen, der hinter mir jetzt zu sehen ist, auch Servoantriebe einbauen. Jeder einzelne Abgang der Scheibe hat 2 Blöcke für Rockrail. Das heißt, die Loks können einmal vor dem Lokschuppen parken und können natürlich auch im Lokschuppen einen Block belegen und dort natürlich auch parken. Die Drehscheibe fährt vollautomatisch. Einige Testvideos habe ich schon mal eingestellt. Aber sobald wir bei diesem Projekt angekommen sind, werden wir das natürlich im Detail nochmal verfolgen. Natürlich auch unser fahrbarer Kran, der auf der von mir rechten Seite zu sehen ist, den seht ihr jetzt leider nicht im Bild, blende ich aber gleich nochmal ein. Das wird natürlich auch alles vollautomatisiert gesteuert. Ja, das wird eins der Projekte sein, zu den anderen, die ich eben gerade schon vorgestellt habe. Und irgendwann geht es dann in die Richtung weiter in den Industriebereich.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf diese Seite hier links ein, weil die kennt ihr noch gar nicht. Das ist nämlich der Bauabschnitt 2. Bis jetzt haben wir den Bauabschnitt 1 gesehen mit inklusive BW. Und der Bauabschnitt 2, der wird in 2023, schätze ich mal, folgen. Und was wir hier links sehen, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Hier links sehen wir jetzt ein Wendel. Das ist ein provisorischer Wendel, der jetzt nur die obere Strecke hinten am Berg verbinden soll mit der unteren Strecke. Beide Strecken werden künftig in diesen Raum weiterführen. Also hier hinter ist meine Werkstatt momentan, das ehemalige Badezimmer, was noch als Badezimmer nutzbar ist mit Waschbecken und Toilette. Die Dusche leider nicht mehr, die steht voller Holz, aber das kann ich euch mal zeigen. Aber ansonsten kommt das alles weg hier. Also diese Mauer kommt hier weg und hier weiter links, diese Schränke, das kommt alles weg. Das wird also ein großer Raum hier und dann geht diese Strecke als große Paradestrecke einmal ganz links rüber und da hinten wird noch eine Nebenstrecke sich durch das Gelände schlängeln und dann haben wir oben noch eine kleine Werkstatt, so wie ich es mal nenne. Der Hintergrund ist da hinten, seht ihr in der Ecke, aufgerollt. Das heißt, ich kann den noch um die fehlenden Meter nach hinten hin ausrollen. Ist also vorgesorgt für die Erweiterung, aber die wird erst frühestens 2024 kommen. Bis dahin bleibt das hier als Provisorium stehen und in 2023 kommt dieser Bereich hier in der Mitte, kleiner Industriebereich. Hier vorne wird das Hafenbecken erweitert durch einen Fluss, der hier dann ins Mittelgebirge geht. Hier ein kleiner Haltepunkt und dahinter dann ein bisschen Industrie. Jetzt habt ihr mich verloren. Ja, ich bin mit der Technik noch nicht so ganz vertraut. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ja, ich stelle euch gleich nochmal in die Werkstatt vor. Bis dann. Ja, jetzt hier nochmal in der totalen, der Bauabschnitt 2. Die Paradestrecke liegt provisorisch, genauso wie der Teil hier unten. Und dann seht ihr da hinten, soll es in einen Berg hineingehen. Und ungefähr dort kommt es aus einem Tunnelportal heraus und wird dann hier später langlaufen. Wie gesagt, die ganze Mauer, die Wand hier kommt weg. In diesem Loch, da war früher mal ein Aquarium drin. Und das nutze ich jetzt sozusagen als Sichtloch, um auf meine Anlage zu schauen. Auf der anderen Seite das Badezimmer und der Platz, wo ich sitze. Da gehe ich jetzt mal eben hin. Ja, kleine provisorische Werkstatt, aber hat alles, was man braucht. Meine zweite Werkstatt ist natürlich noch oben. Da habe ich das ganze andere Material. Und das ist das ehemalige Badezimmer hier. Ja, aber mit diesen Bildern will ich das Video jetzt nicht enden lassen. Deshalb machen wir noch einmal einen Schwenk über die Anlage. Übrigens habe ich auch ein Gleisplan-Video gemacht. Wenn euch da interessiert, wie die ganze Anlage irgendwann später mal aussehen soll, dann verlinke ich euch das nochmal oben rechts. Aber ich denke mal, mit diesem Teil werde ich erstmal genug zu tun haben. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr schaut mal wieder rein in einen meiner künftigen Videos. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch dieses Format gefällt und ob ich diese Tutorials künftig machen soll. Und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, immer her damit. Ich versuche darauf einzugehen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
Tschüss.